Hallo an allen, also ich heiße Andrea und ich bin 27 Jahre alt. Ich wohne in Italien in der Nähe von Mailand, in einem kleinen Ort, und ich liebe die deutsche Sprache. Also ich habe begonnen Deutsch zu lernen, als ich 11 Jahre alt war und in der Mittelschule war. Und das war offiziell meine zweite fremde Sprache nach dem Englischen. Und seit Anfang habe ich Deutsch sehr geliebt. Also Deutsch war am Anfang ein bisschen schwer für mich, denn ich war nicht daran gewöhnt, eine Sprache zu lernen, die zum Beispiel Akkusativ, Dativ und Genitiv hatte. Diese waren neue Begriffe für mich, aber ich hatte bald verstanden, dass die deutsche Sprache sehr schön war und auch sehr interessant war. Und also hatte ich mich entschieden, Deutsch weiter in einem Sprachgymnasium zu lernen und nach dem Abitur sie weiter an der Uni zu studieren. Leider habe ich keine Deutschkurse in einem deutschsprachigen Land besucht, aber sehr oft bin ich in den vorigen Jahren nach Deutschland gefahren und auch in die Schweiz gefahren, um die Sprache mit Personen, mit Muttersprachlern dort zu üben. Und ich muss sagen, dass ich die deutschsprachige Kultur sehr schätze. Also die deutsche Kultur ist nicht wie die italienische, aber ich muss auch sagen, dass es nicht viele Unterschiede gibt zwischen den zwei Kulturen. Also natürlich, es gibt Unterschiede, aber sie sind nicht so viele wie zum Beispiel bei der chinesischen Kultur oder einer asiatischen Kultur im Allgemeinen. Ja, also die deutsche Sprache ist nicht so schwer und kompliziert, wie viele Leute denken können, besonders Leute, die keine Fremdsprachen sprechen. Also ich habe viele weitere Sprachen gelernt, zum Beispiel Russisch und Griechisch. Und meiner Meinung nach ist die russische Sprache viel schwerer als die deutsche. Aber ich muss sagen, dass vielleicht die schwierigste Sache bei der deutschen Sprache Syntax ist. Denn also zum Beispiel die Tatsache, dass das Verb am Satzende gestellt werden muss, das ist ein bisschen kompliziert, weil ich als Italiener kenne diese Konstruktion nicht, und aus diesem Grund habe ich viel üben müssen, als ich in der Schule war, weil wirklich diese Konstruktion sehr, sehr schwer war für mich. Aber im Allgemeinen ist die deutsche Sprache nicht so kompliziert. Es ist auf jeden Fall eine indoeuropäische Sprache, und deshalb gibt es vielleicht mehrere Ähnlichkeiten als Unterschiede. Und ich lerne die deutsche Sprache weiter, weil ich glaube, dass man mit einer Sprache nicht zu Ende kommen kann. Also es gibt immer noch etwas Neues zu lernen, also neue Vokabeln, die Grammatik kann perfektioniert werden und so weiter. Und aus diesem Grund lese ich viel auf Deutsch. Ich lese viele Bücher aus deutschen Autoren, von deutschen Autoren, und ich schaue mir auch viele Filme auf Deutsch, viele Netflix-Serien, und jedes Mal
Wenn ich die Chance habe, wenn ich die Möglichkeit und die Zeit habe, fahre ich nach Deutschland oder in die Schweiz, denn ich wohne in der Nähe von der schweizerischen Grenze. Und ja, das ist alles. In der Zukunft möchte ich vielleicht ein Zertifikat bekommen. Also als ich im Gymnasium war, habe ich die Goethe-Prüfung B1 bestanden und auch mit großem Erfolg. Aber jetzt möchte ich ein Zertifikat für C1 bekommen. Das wäre total interessant für mich und auch sehr befriedigend. Und also wenn ihr Räte für mich habt, dann könnt ihr einfach einen Kommentar schreiben und ich werde mich darauf sehr freuen. Okay, das ist alles. Tschüss.